auch mal geil, oder? Zu 2 Senners hier am Red Bull Ring. So, dann schieben wir mal vorbei. Kein Auto gibt dir hier diese brutale Performance. Der Project One wird schneller sein, aber nur, wenn hier... Guten Morgen, Robert. Ja, wunderschönen guten Morgen. Schau mal hier, den schauen wir uns später genauer an. Das ist nämlich jetzt der passende Zeitpunkt. Alter, geil. Leute, wir befinden uns hier am Red Bull Ring bei der Pirelli P Zero Experience. Dimitros, der ist einfach süchtig nach Autos sauber machen, habe ich das Gefühl. Ja, meins macht auch noch sauber. Ja Leute, Pirelli P Zero Experience steht heute an. Robert, mit was für ein Auto gehen wir überhaupt auf die Strecke? Das steht gleich hier neben dir. Hier, der Golf. Ja, Übrigens Leute, das müssen wir mal herzeigen. Schaut euch das mal an. Wenn Robert Auto wäscht. Was hast du denn da angestellt? Ich habe keine Ahnung. Wie Mann. kann sowas passieren? Das verstehe ich nicht. Ja, ich verstehe es ja auch nicht. Ja Leute, Autos sind schon ausgeladen. Wir haben hier 650S GT3 am Start, McLaren Senna GTR, McLaren Senna, Super Trofeo, SVJ und der F40. Heute bei der Pirelli P Zero Experience werden wir mit dem Senna fahren, oder? Ja. Pirelli Trofeo R-Reifen, also das heftigste, was es mit Straßenzulassung gibt für die Rennstrecke. So Robert. Oh. Alter, beide Mo. Scheiße, Alter. So Leute, es geht für uns los. Ja? McLaren Senna Red Bull Ring. Bist du eigentlich überhaupt schon beim Senna mitgefahren? Was machst du jetzt da? Du räumst das ganze Polster ab. Der räumt das ganze Polster, der macht schon wieder alles hin. 298 gefrorene Burger später. Also du hättest theoretisch den Gurt auch noch, aber ich glaube, der wird nichts, Robert. Soll ich mal her? Der da. Egal, das passt so. Robert, aber gurt dich dann zur Sicherheit. Ja? Gurtest du dich mit dem dann auch noch an? Mit wem? Ja, mit dem normalen Gurt. Okay. Ja, das passt. Also ich merke, du fühlst dich schon sehr entspannt. Alter, ich Ja, kotz Tür gleich. können wir schon zumachen, geht schon. Ja, du. So, dann schmeiß mal einen anderen Senna. Schau, hier haben wir auch den anderen Senna am Hey, das ist Start. doch ein Sender. Das wird natürlich jetzt ideal passen, dass wir zusammen auf die Strecke gehen können, oder? Ja, klar. Also, entspannte Fahrt, ne? So, Ich hoffe. das heißt, wir gehen hier nochmal schön in neutral, Parkbremse und dann einmal klicken und dann sollte der Race-Modus kommen. So, und jetzt fährt sich das Ding Ach du heilige Scheiße. schön nach unten. Wir können hier nochmal den Display aufklappen, weil da sehen wir es nämlich noch schöner, wie wir hier nämlich sehen, wie er sich jetzt hier runterfährt. Das Okay. heißt, jetzt geht er hier richtig in die aggressive Stellung. Aber wir müssen natürlich jetzt erstmal die Reifen aufwärmen, weil es ist nicht so wirklich warm bisher. Ja, hier drin schon. Hier drin. Aber Klimaanlage machen wir noch nicht an, Okay. weil das nimmt nur Leistung weg. Oder ist dir so warm? Nee, also mir ist... Puh. Alles klar, dann geht's los, Leute. McLaren Senna auf dem Red Bull Ring mit Pirelli zusammen. Pirelli P Zero Experience. Immer wieder eine geile Veranstaltung. Wir haben es ja schon so ein bisschen gezeigt. Der Robert wird das alles noch mal ein bisschen später genauer zeigen. Seid gespannt, Mensch. Weil jetzt müssen wir erstmal die Reifen aufwärmen. Und wenn wir von Reifen reden, wir haben ja hier die P Zero Trofeo R-Reifen am Start. Bedeutet, das heftigste, was es mit Straßenzulassung von Pirelli gibt. Und die brauchen jetzt erstmal ordentlich Temperatur, weil ihr seht, wir sind bei 18 Grad. Also die sind komplett kalt. So Leute, die Reifen sind einigermaßen warm. Ihr seht allerdings 2,4 vorne, 2,5 hinten. Das ist zu viel, dass wir jetzt ein paar schnelle Runden fahren können. Bedeutet, wir fahren jetzt einmal kurz in die Box zurück, lassen ein bisschen Reifendruck ab, hauen wieder ein bisschen Temperatur rein und dann sind wir ready, Robert. Ja, endlich Aber mal. so schon sehr entspannt heute. Ja, bis jetzt schon. Also, so Robert, jetzt sind wir auf Temperatur, so Endlich. einigermaßen. Ne? Jetzt haben wir den Reifendruck ein bisschen abgelassen. Ne? McLaren Senna fährt vor uns. Okay, bin ich mal gespannt. Auch mal geil, oder? Zu 2 Sennas hier am Red Bull Ring. Dann schauen wir mal, oder? Boah, der reißt schon komplett auf. Der Markus reißt komplett auf. Jetzt sehe ich auch mal vom Senna das Heck. Wie geil sieht das bitte hier aus? So geil. Und er hat so eine geile Farbe. Alter, diese Power direkt! Das ist unmenschlich. Das ist einfach unmenschlich. Alter Schwede, schieb das Ding vorwärts. Und jetzt sehen wir das, wie geil das aussieht, wie hier dieser Flügel arbeitet, Leute. Alter. So, dann schieben wir mal vorbei. Was?
jetzt wirklich alles auf. Ah, bist du schön quer, ne? Alter, Das ist entspannt, oder Robert? Heute entspannte Ausfahrt. Ja, ganz entspannt. Alter Schwede, Mann. Boah. Es ist brutal, Leute, mit was für einer Geschwindigkeit du hier ankommst. Oh, ist das Wahnsinn, hier einfach kein Auto. Gibt dir hier so ein Feeling? Alter Schwede, diese Power, Mann. Das ist unfassbar, unfucking fassbar. Ja, du kommst hier mit Geschwindigkeiten an, es ist einfach Rechnet kein brutal. Mensch damit. Und jetzt fangen die Reifen zum Arbeiten an. Jetzt merkst du das. Ja, da kommt richtig Grip an der Vorderachse. Alter, jetzt. Da Mann, kommt das ist richtig unmenschlich. Temperatur. Man muss dazu sagen, Leute, ich weiß nicht, ob man das jetzt sagen kann oder nicht, aber ich sage das jetzt trotzdem. Markus, der in dem McLaren Senna sitzt, Leute, er hat nur einen Arm. Und wie krass ist das bitte, wie der fährt? Das ist einfach nur geisteskrank. abnormal. Sowas von höchsten Respekt. Hut ab, wie der mit diesen Autos fährt. Lass mal mal wieder vorbei mit dem Senna, zieht euch das rein. Ey, er ist so krass. Und jetzt hier wieder direkt 200 drauf. Er zieht mir einfach weg auf der Geraden. Robert, Alter. Ja, du hast mehr Gewicht. an was liegt es? Schau dir diese Bremspunkte schon wieder an. Es ist nur die Bremse angetippt. Leute, das sind vielleicht 40% hier nicht mal, was dieses Auto kann. Ich finde es so unfassbar. Ohne Scheiß, Mann. Wie der Markus hier in dem Senna fährt, mit einem Arm, das ist brutal. Völlig tiefenentspannt. einfach krass. Er fährt extrem perfekt. Schaut euch die Linie an. Ja, lenkt genau hier richtig ein. Unfassbar. So geil. So, jetzt wollen wir mal ein bisschen drucken, Markus, oder? Aber er zieht uns weg auf der Geraden. Alter Schwede. Das ist so krass. Mit 260 kommst du hier in die Kurve rein. Das ist unmenschlich. Brutal, oder? So, jetzt machen wir mal hier ein bisschen Druck auf der Zielgeraden, oder? Ja? Zweiter Gang runter. So, jetzt müssen wir früh aufs Gas. Alle Abfahrt. Hier schon ein bisschen. Mann, Robert, was du wieder hier für eine Show abziehen musst, Alter. du, hä? Das schießt mir das Blut in alle Adern rein. Alter Ja. Schwede. Jetzt reiß mal eine Runde mal richtig auf, oder? Ja, okay. Weil wir sind eh nur noch bei 30% Sprit. Alter Schwede. Alter Schwede, wo fährt denn der hin? Alter. Der ist aber gleich in Deckung gegangen, du. Hä? Ah, hier ein bisschen Wheelspin. Alter, bis 8000 Touren, 200, 240, 250. Alter. Boah, Digga. Und hier schön reintragen lassen. Alter. Ah, wir haben immer noch nicht volle Temperatur vorne. Und hier merkst du richtig beim Senna, wie die Aero arbeitet. Wenn du hier voll drauf bleiben kannst, über den Curb drüber, schön rausziehen lassen. Ey, das ist so unfassbar, Leute. Und hier wieder schön raus und auf die Zielgerade zu. 260, 270. Alter Schwede, Leute, da fehlen dir einfach nur noch wieder die Worte. Alter, Das ist so krank. Ich bin Kein sprachlos. Auto gibt dir hier diese brutale Performance. Ja, ich sag's immer wieder, GT Black Series ist für mich momentan das Geilste, was es zum Fahren mit Straßenzulassung gibt. Aber hier, McLaren Senna ist einfach das Schnellste, was es für mich gibt. Hier fährt er wieder an uns vorbei. Vulcano Orange. Ja, er muss, glaube ich, auch tanken. Schauen wir uns doch mal hier das an. Alter, ist das geil. Junge. Es ist einfach das Geilste. Und jetzt sind wir ja den Project One letztens gefahren. Und jetzt fahre ich hier den McLaren Senna wieder. Das ist so eng. Es ist so eng, ich kann euch nicht sagen, was schneller ist. Der Project One wird schneller sein, aber nur, wenn hier auch die Batterie komplett voll ist. Hier mit dem McLaren Senna, du prügelst das Ding einfach nur durch. Das einzige Problem ist einfach der Tank. Wir sind einfach jetzt bei 20% schon wieder. Alter, Wir echt sind- jetzt? Ja, Mann. Wir sind 6 Runden gefahren. Das ist ja nichts. Und du hörst meine Stimme. Dieser Arsch. Meine Stimme ist einfach weg. Meine Stimme ist einfach weg. Oh, es ist sowas von unmenschlich. Robert, wie war die Erfahrung? Alter, was ist bei dir los, Mann? Robert, wie war die Erfahrung? Es war richtig krass. Ich bin wirklich sprachlos. Ich bin wirklich am Arsch. Du siehst halt erst, wenn du auf die Geschwindigkeitsanzahl
So, ich würde sagen, wir machen mal kurz einen Cut, weil ich habe einfach gerade keine Stimme mehr. Ich würde einfach sagen, wir sehen uns gleich in der Box wieder. Leck mich am Arsch. So. Ja, war eine entspannte Fahrt, oder? So wie du schon wieder am Gehen bist. Ja, ich bin schon wieder. Jetzt sind wir wieder zurück in der Box. So, jetzt hat mir einfach die Stimme komplett verschlagen. Wie geil war das bitte eigentlich gerade, Leute? Ich muss sagen, ich war auch sparlos. Mit 2 McLaren Senna hier auf dem Red Bull Ring gefahren, Also bei der das ist wirklich Pirelli krank. P0 Experience. Und du stellst einfach wieder fest, wie krass schnell hier der McLaren Senna ist. Das ist ja, es, ich schwör's für dir. mich GT Black Series momentan ist das schnellste, was es für mich mit Straßenzulassung gibt. Aber, also das Geilste, Ja. nicht das Schnellste, das Geilste, Ja. aber hier McLaren Senna, das ist einfach nochmal Next Level. Weil Ist du so. geradeaus, es ist einfach nochmal eine ganz andere Geschwindigkeit. Ja. Und ich bin mal wirklich gespannt, Leute, Project One, wie das hier im Vergleich sein wird. Weil Ja, da Project bin ich One sind wir wirklich jetzt schon gefahren. Und ich meine, ja, das Ding ist schneller, Aber Aber- fliegt's ja wie viel? aber nur, wenn die Batterie komplett voll ist. Das ist es, ja. Hier prügelst du einfach durch bis zum geht nicht mehr. Bis halt, ja, Tank leer ist. Aber wir gehen schon wieder hoch. Wir sind Ach so, von er 20 fühlt auf sich wieder 25% hoch. Aber ich sag mega. dir eins, wir müssen jetzt hier kurz einen Cut machen. Robert, Ja. ich würde sagen, du gehst jetzt fort zu Pirelli, weil du musst ja eh noch ein bisschen was filmen. Okay. Du willst ja den Leuten noch ein bisschen was zeigen. Ja, ja, ich zeige den Und Leuten ich auf jeden trinke jetzt Fall erstmal einen Schluck, weil ich habe immer noch keine Stimme. Und ich Ja. weiß nicht warum. was. Keine Ahnung. Mir hat Machen wir einfach so. der McLaren Senna schon wieder die Stimme verschlagen. Dann machen wir das Oder doch so. du als guter Beifahrer. Beides. Alles klar. Super. 4 bis 6 Wochen später. Wir gehen jetzt mal da nach vorne. Und jetzt schauen wir mal, was hier so Pirelli über den Tag hinweg zu bieten hat, oder? Ja, schau mal vor. Hast du überhaupt schon was Mittag gegessen heute? Nee, noch nicht. Ist noch relativ früh. Wieso? Ist doch schon 10:30. Ja, aber da ist Oder? man ja nicht Mittag, oder? Ja, 10:30 haben wir. Genau, Punkt 10:30 haben wir. Weil da vorne, Leute, gibt es nämlich die Pirelli Lounge. Da gehen wir nämlich jetzt hin. Ihr seht, hier ist der ganze Parkplatz gefüllt mit den Fahrzeugen von den Teilnehmern hier bei der Pirelli P0 Experience. Hier auch sehr cool gemacht. Du kommst hier an mit deinem Auto. Wir sehen es jetzt hier schön. Der schöne Porsche 911er kommt jetzt hier an, kann sich seine Reifen checken lassen. Theoretisch kannst du, nicht nur theoretisch, auch praktisch, kannst du dir hier auch einen neuen Satz Reifen montieren lassen. Das ist halt natürlich echt cool. Bei so einem Track Day, wo sich die Leute dann wirklich um dein Auto, um die Reifen eben kümmern, weil das ist halt einfach Fakt. Die Reifentemperatur und der Reifendruck ist nun mal einfach das A und O hier auf der Rennstrecke. Und wir sehen auch hier, Hersteller sind auch mit vertreten. Aston Martin, McLaren, Alpine ist mit am Start. Bedeutet, die Teilnehmer kommen hier mit ihrem privaten Auto an und dann können die zusätzlich noch hier die Autos testen, was natürlich geil ist. Robert, hast du dich da schon für irgendwas angemeldet? Gibt es Ja, irgendwas, was dich reizt? Auf jeden Fall mit den Aston Martin fahre ich auf jeden Fall mal. Ja, welchen? Den hier, den da oder Nee, den nochmal DBX. Den DBX. DBX 707 ist nämlich auch am Start. So Leute, jetzt würde ich sagen, jetzt gehen wir mal rein. Wir wollen die Leute auch hier gar nicht so stören, weil sind natürlich hier ein paar Teilnehmer mit am Start. Aber jetzt gehen wir einfach mal hier so in die Lounge rein. Und das macht Pirelli schon echt immer wieder ganz cool. Wir sehen hier die Lounge schon hergerichtet. Wir haben Getränke, Essen am Start. Das hier, Leute, das ist dieser Lucid. Den schauen wir uns später mal noch genau an, weil der hat nämlich spezielle Reifen montiert. Weil ich meine, hier ein reines Elektrofahrzeug, da bin ich mal wirklich gespannt. Also komplett neue Technik, was wir hier am Start haben. So, gehen wir mal hier raus. Schauen wir mal, was hier noch so alles ist. Ja, und hier, Leute, sehen wir, hier sind die Hersteller aufgeleint. Bedeutet Alpine, da können wir die Autos Probe fahren. Genauso auch McLaren, Lamborghini. Ja, Robert, dann würde ich sagen, du kümmerst dich mal hier so ein bisschen darum, oder? Ja, mach ich. Ich gehe mal hinter zum McLaren Senna, kümmere mich um Reifendruck und dann gehen wir auf die Strecke, oder? Ja, ich freue mich. Auf Alles geht's. klar, auf geht's. Ja, ich bin der Christian Danner. Ich habe mein Leben mit Motorsport verbracht, habe natürlich viele Autos gefahren und dazu gehören auch Formel 1 Autos und Indy Autos und Le Mans. Und also ich bin im Motorsport recht lange und auch Gott sei Dank ganz erfolgreich unterwegs gewesen. Und in der Zwischenzeit mache ich sehr viel für den Motorsport. Gemeinsam mit verschiedenen Partnern, mit der Formel 1, mit der Formel E, mit allem Möglichen, was im Motorsport sich so tut. Und da tut sich ja immer viel und das verändert sich ja auch immer wieder. Also das Schöne ist ja, wenn man irgendwo das, was man im Motorsport lernt, was über den Motorsport rüberkommt, diese Emotion und natürlich auch die Technologie, wenn man da die Brücke bauen kann zur normalen Welt, das habe ich sehr gerne.
Und die P-Zero Experience ist ja was für ganz normale Leute, die mit ihrem Auto hierher kommen an die Strecke und da den Pirelli kennenlernen können. Was das eigentlich ist. Man redet immer über so einen interessanten Reifen. In Wirklichkeit muss man es mal erfahren haben, man muss es spüren. Und deswegen gefällt mir das so gut, denn dieses Hightech-Element, was ja gerade bei Pirelli auch aus der Formel 1 kommt, kann man auf der Rennstrecke natürlich super kennenlernen. Also natürlich das Produkt kennenzulernen, das ist klar, da gehört auch ein großer, ich sage, da ist immer so ein Sicherheitsaspekt auch dabei. Denn die Aufstandsfläche des Reifens ist ja der einzige Kontakt, den man hat, wenn man fährt. Da fährt man, lenkt, man gibt Gas, alles ist schön, aber das Einzige, was er mit der Straße verbindet, ist der Reifen. Das ist mal das eine. Das andere ist natürlich, das ist schon eine ganz spezielle Welt hier an der Rennstrecke, an der Grand Prix-Strecke. Hier fahren normalerweise die Formel 1 Autos und da kann jetzt jeder auch mal fahren. Das ist etwas, was einen unglaublichen Spaß macht, aber auch einem gleichzeitig zeigt, dass das gar nicht so einfach ist, wie es manchmal am Fernsehen ausschaut. Also da muss man sich nicht groß entscheiden für die P-Zero Experience. Das ist eine wunderbare Veranstaltung, wo man mit dem Auto auf der Rennstrecke fahren kann und dabei die ganze Pirelli-Welt, die wir hier ja überall haben, das ist ja mehr als nur einfach ein cooler Reifen, kennenlernen kann. Dass das natürlich dann auch nur Spaß macht, Sicherheit bringt, dass man hier das ganze Know-how, was man am Wochenende im Fernsehen sieht, wenn ein Formel 1 Grand Prix stattfindet, hier selbst nachempfinden kann, das ist natürlich klasse, das macht Spaß. Super, vielen Dank. Vielen Dank für deine Zeit. Gerne. Und ich denke mal, wir gehen jetzt auf die Strecke, oder? Ja, wir sehen uns jetzt sofort hier auf dem Red Bull Ring und dann fahren wir mal ein paar Runden. Sehr gut, danke dir. Das Auto steht auf 4 Reifen, 4 Kontaktstellen zur Fahrbahn. Das ist natürlich toll, weil ich kann Fahrbahn fühlen. Der Reifen kann als Sensor verwendet werden. Die Idee, den Reifen als Sensor zu verwenden, heißt bei Pirelli Cybertire. Cybertire ist ein Sensor, der Innenseite zur Lauffläche gewendet sitzt. Dieser fest eingebaute Sensor kann mehr als nur Temperatur und Druck messen. Am Anfang haben Sensoren Temperatur und Druck vom Reifen ans Cockpit übermittelt. Der Sensor kann aber mehr. Er kann Daten aufnehmen, Grip-Daten, Reibungsdaten, Belastungsdaten und somit die Telemetrie des Autos füttern, die Bordelektronik. In Verbindung mit Kamerasystemen, die dann noch Reibwertsabschätzung, Fahrbahn betrachten, kann das Auto viel mehr über den Reifen gesteuert werden. Das ist natürlich für Performance gut, für Sicherheit gut und für das autonome Fahren. In Zukunft ist der Chip im Reifen eigentlich Standard und hilft für noch bessere und sicherere Reifen und Autofahren. So, grüß dich. Hi, servus. Du kannst mir doch bestimmt was zu eurem neuen schönen Fahrzeug erklären, oder? Selbstverständlich. Was wir hier vor uns haben, ist ein Lucid Air Dream Edition. Fahrzeug leistet 1111 PS, ist ein limitiertes Markteinführungsfahrzeug. Allradantrieb, 2 Motoren an jeder Achse einen. Auto hat bis zu 900 Kilometer Reichweite, lädt 400 Kilometer Reichweite in 15 Minuten, macht es insofern zum Elektrofahrzeug mit der höchsten Reichweite und der höchsten Ladegeschwindigkeit der Welt. Das Schöne an dem Auto ist, es ist keine Linie an diesem Fahrzeug, die keine Funktion hat. Das heißt, jedes Designelement hat auch eine Funktion, leistet ihren Beitrag zur Gesamteffizienz des Fahrzeugs. Wir haben hier zum Beispiel im vorderen Bereich die schmalsten Frontscheinwerfer der Welt. Eigenentwicklungen von uns. Oberhalb der Frontscheinwerfer befinden sich Lufteinlässe, ein Luftauslass mit dem Effekt, dass die Scheinwerfer gekühlt werden. Die Luft wird seitlich am Fahrzeug vorbeigeführt. Die schmalen Frontscheinwerfer haben den Sinn und Zweck, die Front noch etwas tiefer zu bekommen, um den CW-Wert zu verbessern. Das Fahrzeug hat einen CW-Wert von 0,21. Es gibt verschiedene Möglichkeiten, mit dem Auto zu interagieren. Ein Telefon, diese Chipkarte, ein klassischer Schlüssel. Auto verfügt über eine Gesichtserkennung, das heißt, sobald du in das Auto einsteigst, erkennst dich als Fahrer, stellt deine Werte ein und du kannst den Gang einlegen und losfahren. Klar. Wir haben eine Windschutzscheibe als Besonderheit, die keine Verstrebung oder nicht durch eine Verstrebung an der A-Säule unterbrochen wird, sondern unsere Windschutzscheibe geht hier bis zur B-Säule. Das heißt, du hast ein wahnsinnig offenes, luftiges Raumgefühl, daher auch der Name Air. Das ist ein ganz besonderes Fahrgefühl und ein Alleinstellungsmerkmal unseres Fahrzeugs. Pirelli stattet unsere Fahrzeuge als Erstausrüster mit Reifen aus. Das können wir uns gerne mal anschauen. Wir haben hier verschiedene Technologien in diesem Reifen verbaut. Zum einen hier eine Kennung
die darauf hindeutet, dass dieses Fahrzeug Lucid Erstausrüsterqualität oder der Reifen Lucid Erstausrüsterqualität vorweist. Dann haben wir hier einen Schriftzug Elect, der uns auf die Pirelli Elect-Technologie hinweist. Das heißt, dieser Reifen hier ist speziell für Elektromobilität konzipiert. Das zeigt sich darin, dass er rollwiderstandsoptimiert ist, dass er weniger Abrieb erzeugt auf der Straße. Wir haben hier noch das Pirelli Noise Cancelling System verbaut. Durch die Verwendung von Schaumstoff konnte hier das Abrollgeräusch um bis zu 3 Dezibel verringert werden bei diesem Reifen, was auch den Gesamtkomfort des Fahrzeugs und das Fahrempfinden erhöht für den Endverbraucher. Und dann haben wir hier noch eine Kennzeichnung HL, was für High Load Capacity steht. Das heißt, dieser Reifen ist speziell für eine höhere Tragkraft konzipiert und kann Fahrzeuggewichte und Fahrzeuge dieser Klasse entsprechend dann auch bedienen. Ja, mega. Das klingt doch schon mal ordentlich. Bevor wir hier weiter rumschnappen, mache ich mich ins Auto und gehe auf die Rennstrecke, oder? Perfekt, viel Spaß dabei. Super, danke dir. Gerne. Peter. So, Robert, Ja, Michael, McLaren Senna. Wie war die Erfahrung? das war mega geil. Alter, ich habe sowas noch nie erlebt, Mann. Ist schon echt. Also da hat man wieder gemerkt, Leute, McLaren Senna ist einfach das Ultimative. Ich meine, so ultimativ, dass ich vorhin einfach keine Stimme mehr hatte. Und vor allem hier eben in Verbindung mit den Pirelli P-Zero Trofeo R-Reifen, das heftigste, was es mit Straßenzulassungen gibt. Da merkst du einfach, wie gut hier der McLaren Senna mit den Reifen funktioniert. Und ich meine generell heute hier gemeinsam mit Pirelli bei der P-Zero Experience war wieder ein geiler Tag. Machen wir mittlerweile jetzt auch schon seit ein paar Jahren mit und ist immer wieder cool, weil du halt einfach, wie wir da hinten auch mal schön aufgeleint sehen können, wir haben mehrere Hersteller mit am Start, wo die Teilnehmer die Autos testen können. Safety First steht hier immer an erster Stelle bei Pirelli, was nämlich auch das ganze Thema Reifen, Tire Check angeht. Wir können uns da hinten, die Reifen überprüfen lassen, beziehungsweise auch neue Reifen montieren lassen. Genauso auch wie wir da hinten jetzt erzählen, es geht jetzt auf den späten Nachmittag zu. Die Leute fahren jetzt nach Hause und bevor sie selber selbstständig an der Tankstelle den Reifendruck auffüllen müssen, fahren sie einfach hier hin und haben einfach den Top-Service von Pirelli. Von daher, ja, ich würde sagen, Robert, wir machen Schluss hier mit dem Video. Ein Dankeschön auf jeden Fall an Pirelli, dass wir hier wieder mit dabei sein durften. Es war einfach ein geiler Tag und vor allem hier den McLaren Senna richtig schön artgerecht auf der Rennstrecke zu bewegen und vor allem das Ganze dann auch noch mit einem zweiten McLaren Senna. Wo hast du das schon? Und von daher würde ich sagen, Robert, wir packen es heim, oder? Ja, auf geht's. Oder willst du noch irgendwas sagen? Nee, ich fand's einfach nur geil. Vielen Dank dir und bin gespannt, Ich bin ja mal übrigens gespannt, was du da so abseits, wo ich weg gewesen bin, so zusammengefilmt hast. Also Ach so, bin ich mal gespannt, was da dabei rausgekommen Da bin ich ist. auch gespannt. Weil Aber wir das werden haben wir uns uns, das muss man, stimmt, das hätte ich jetzt nämlich fast vergessen, das muss man nämlich auch noch dazu sagen, wir haben ja diesen speziellen Elektreifen gefilmt, also der Robert auf jeden Fall, deswegen bin ich mal gespannt, was du da gemacht hast und du hast ja auch dich recht gut mit dem Christian unterhalten, habe ich auch gehört, oder? ja, da darfst du gespannt sein. Da bin ich gespannt. Also Leute, peace out.